Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns hier vor der Villa von Herrn Hartmann, der uns eingeladen hat. Also ich weiß nicht, ob das jetzt von ihm höchstpersönlich kam. Auf jeden Fall dürfen wir der schwarzen Auktion beiwohnen. Und haben beim letzten Mal, am Ende der letzten Folge schon gesehen, dass die Mafiosi, allen voran Garcia, das Thema Security für diese Veranstaltung übernehmen. Und ich glaube, die heutige Folge könnte sehr spannend werden, denn es ranken sich Mythen und Legenden um diese Versammlung, die hier stattfindet. Wir haben beim letzten Mal auch so am Rande mitbekommen, dass hier unter anderem eine Puppe auch zur Auktion bereitstehen soll, also zum Versteigern, Ersteigern, wie auch immer. Und ich bin sehr gespannt, was wir hier drin erleben werden, beziehungsweise auf welche Leute wir hier auch treffen werden und vor allen Dingen auch, ob es uns gelingen wird, hier unerkannt unsere Runden drehen zu können. Also ja, Aufregung pur, egal in welche Richtung man nachdenkt. This is going to be a tough job. Even with the invitation, getting inside the mansion is going to take some extra effort. For real, those guys probably know our faces pretty well, given how much trouble we caused them. We will need to devise a plan in order to deceive them. Also zuerst mal solltet ihr euch umziehen. Ich habe voll Bock, mal das gesamte Team jetzt in der Abendgarderobe zu sehen. Let's back off for now. If we get caught, our entire operation will be over before it can even start. Right. Ach so, das dauert also noch. Ja, eigentlich, oh, wenig überraschend. Was ist das? Find me? Hä? Von wo kam das? Oh, what was that? War das nur in deinem Kopf, Lloyd? Oder hat das gerade jeder mitbekommen? Was zur Hölle? Am I hearing things? Or... Also zumindest Tio kannst du dich ja anvertrauen, weil Tio hat ja auch so eine Art siebten Sinn. Also sie würde dich dafür nicht belächeln und die anderen beiden vermutlich auch nicht. Lloyd? Is something wrong? Oh, it's nothing. Ey, wie Rein, ne? Rein hatte ja auch Eingebungen hier und da und hat das auch immer dem restlichen Team gegenüber verschwiegen und Lloyd macht jetzt genau das Gleiche. Sorry guys, I think my ears were just playing tricks on me. Whatever you say, buddy, let's get moving already. Tio ahnt wahrscheinlich schon wieder irgendwas, was sie ebenfalls nicht ausspricht. Also in manchen Punkten sind sich Lloyd und Tio, glaube ich, ähnlicher, als sie glauben. If my memory serves me right, Speaker Hartmann's mansion should be somewhere this way. I believe they're prepared. Achso, das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt. Ich dachte, wir kriegen hier was Neues zu hören. Hä? Ach, ich kann jetzt hier weiter. Okay, ist jetzt hier eigentlich unser Hauptziel oder sollen wir uns erstmal schlafen legen oder was genau möchte das Spiel jetzt? Ich gucke mal kurz. Ja, I heard some kind of voice in front of the mansion. Was it my imagination? Ganz sicher nicht. Ich bin mir sicher, dass diese Stimme echt war oder diese Einblendung, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, von wem ging das aus? Das sah so nach Computerschrift aus. Ich hätte jetzt am ehesten irgendwie auf Rein aka Kitty getippt. I want to avoid Ravash noticing us at all costs. We might have invitations, but I doubt they'll let us in that easily. What should we do? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich erstmal einen Plan schmieden oder so. Aber wie genau sollen wir das tun? Okay, also hier kommen wir jetzt definitiv nicht rein. Ich hoffe, dass wir auf halbem Rückwege unterbrochen werden und die Story jetzt hier irgendwie weitergeht, denn ich habe ansonsten keinen Plan, außer dass wir im Hotel halt übernachten gehen. Aber ist das am Ende die Lösung? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird uns gleich irgendjemand über den Weg laufen und dann eskaliert wieder alles oder so. Ah. Now that we've scouted out Michelin, we know one thing for sure. We're going to have to come up with some method to enter the auction incognito. True, the mafia goons guarding the place will sound the alarm as soon as they see us. Something else has been bothering me. Are the invitations really all we need? They might have a system in place to check our identities as well. I agree, it's risky. I wish we had thought of this sooner. Maybe we could have asked Rein about it. Wir könnten aber auch Lecter oder Kilika fragen, die dort ja auch zugegen sind.
Well, I think she already did enough for us by simply getting us these invitations. For now, I just want to find a quiet place to clear our heads. Let's see, there would be too many people at a restaurant. Should we check to see if the hotel has any vacancies? I doubt there would be any. Everywhere here is usually booked full during the festival. Well, maybe we'll get lucky and there will be a last-minute cancellation we can scoop up. Might as well ask the front desk. Yeah, let's do that. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie vielleicht sagen, dass sie in der Boutique nochmal vorbeischauen. Aber vielleicht kommt das noch. Noch haben wir wahrscheinlich ein paar Stunden, bis es hier losgeht. Good day, welcome to Hotel Delphinia. How may I help you? Are you here to check in? Actually, we were wondering, do you happen to have any rooms available? Oh, I am terribly sorry. The truth is, we did have one cancellation earlier today, but someone booked it almost immediately. I was afraid of that. Just missed it. That's the way it goes, I guess. Might as well try the restaurant. It will be a bit noisy, but we can still try to mull things over there. I guess so. Cool voice. Ey, das ging automatisch wieder weg. Quite the Dilemma stand da. Den Rest habe ich nicht mehr gelesen. Dich kenne ich. Dich kenne ich aus. Du bist von Uroboros. Wie hieß der nochmal? Dich kenne ich aus Trails in the Sky. Hä? Glaube ich. Ach nee, das ist Wazy. Nee, aber der hat... Es gab auch so einen kurzen, grünhaarigen Dude. Ich komme auf den Namen nicht mehr. Aus Sky. Vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Der war ein bisschen kleiner, glaube ich. Hat auch ein bisschen kindlich ausgesehen. Und der war immer auf der Seite der Bösen, in Anführungsstrichen. Wazy ist hier. Und Wazy wird auch derjenige sein, den die nette Dame vor den Zimmern beim letzten Mal gemeint hat, auf den die so einen kleinen Crush hatte. Oh, Mr. Hemisphere. Ist das sein echter Nachname? Oh, guck mal, wie elegant der aussieht. Das steht ihm auf jeden Fall. Das sieht aus, als hätte der einen Anker um seinen Hals. Das hat bestimmt irgendeine tiefere Bedeutung für ihn. It seems you're having a bit of trouble getting a room. But all you're really looking for is a quiet place to have yourselves a little chat, no? Bietest du uns dein Zimmer an, oder was? Basically, but Wazy, what are you... Allow me to make things easier then. Would you like to use my room? Er macht's wirklich. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich da sicher fühlen würde. Ich hätte voll die Panik, dass das irgendwie verwanzt ist und der irgendwie heimlich mitfilmt, aufnimmt oder was auch immer. Wait, what? How the hell do you get a room here? I've got my ways, follow me. Ich finde, wir sollten uns eher fragen, warum wir eine Reise antreten, ohne im Vorfeld die Übernachtungsmöglichkeiten abzuklopfen. Habt ihr ein Zelt dabei und campt draußen auf der Wiese oder was? What should we do? For some reason, seeing him dressed like that makes me suspicious. Ich finde das auch irgendwie komisch, aber Wazy war ja schon immer suspicious, also... I think the real suspicious thing is that a freaking gang leader is hanging out in Michelin. Well, at least he is someone we know. For now, let's follow him to his room. Hat der diese dicke Suite, wo das Zimmer vorher abgesperrt war beim letzten Mal? Are you acquaintances of Mr. Hemisphere's? If you go through the door on the left, his room is the first on the right. Ja, das ist genau die abgeschlossene Tür. Are you acquaintances? Aber eigentlich wissen wir ja schon, wie der Raum aussieht, weil wir beim letzten Mal auf der gegenüberliegenden Seite diesen Ring-Dude da besucht haben. Ja, und das Zimmer ist eigentlich genau gleich auch aufgebaut. Truth be told, I didn't expect the SSS to have such refined tastes. Spending the final day of the festival taking in all the fine amusements Michelin has to offer. Bravo. Yeah, we decided it was a good day for it. More importantly, what's with that outfit, Wazy? Pretty stylish, isn't it? Let's just say it's the uniform I wear for my side job. Side job. You have a side job. What kind of job is it? In the cold, cold world of high society, many beautiful, lonely ladies search for that spark of love they lost. My job is to simply ignite that and give them the time they desperately dream about. Ich verstehe immer noch nicht so genau, was du machst. Spark of love, lonely ladies. Ist er ein Callboy? Oh, wait, you don't mean...
So ein Gigolo? You work as a host, Swayze? I work my ass off for the CPD while you get to have a good time chilling with Babe. I mean, you're too young to be hosting. Nee, ich würde sagen, gerade weil er jung ist, funktioniert das wahrscheinlich gut. Well, I'll have you know, I'm not doing it for the money. I have women requesting my company day in and day out. It would be rude to deny them that much. I suppose we could call it charity work? You're unbelievable. He's frank, I give him that much. Guess his customers must be into that. Ich glaube, Randy ist gerade ultra neidisch, weil das wahrscheinlich auch seine favorisierte Karriere gewesen wäre. I can't say I see the appeal myself. So, did you come here for this host job of yours, Swayze? Why, yes, I'm here to escort a lovely lady tonight. Bestimmt Kilika. Die kommt mir gerade als erstes in den Sinn. We're to attend some funny little party. I'm sure it will prove quite the adventure. Party? Could you mean... Ja, na safe wird er auch da vor Ort sein in der Mansion. Ah, that explains it. Explains what? What are you talking about, Wazy? The schwarze Auktion. You came to check it out, didn't you? Damn, were we actually that obvious? So that must mean this party you're attending is the very same. Oh, das ist mega gefährlich eigentlich. Weil dann schon mal mindestens einer von unserer wahren Identität weiß. Wobei bei Kilika, die weiß das eigentlich auch, oder? Lecter glaube ich nicht, bin mir nicht sicher. The very same. This will be my second year attending, just with a different lady this time. You're full of surprises, aren't you? The real surprise is that we've known someone who's been to this auction the entire time. Humor me for a second. Are you guys planning to expose the auction to the public? That won't amount too much, you know. I know, even from the beginning we never intended to do that. We just have to see something there. This auction, a luxurious underground party, essentially represents the corruption of Crossbell itself. And if we're ever going to overcome this barrier, we have to see for ourselves how high it really is. Lloyd. Is that so? I don't doubt your enthusiasm for a second, but you can't attend the auction that easily. With no invitation, you'll be kicked to the curb. Oh, wenn du wüsstest. Also das haben wir schon mal. Each year they change the rose motif slightly, so forging won't get you very far. You might be out of luck, everyone. Actually, we already have an invitation. Oh, interesting. I assume it's pointless asking how you got your hands on one. Let's just say it was a unique situation. We have this invitation, sure, but won't they try to check our identities as well? If the event is meant to be members only, I imagine they'd only let pre-registered people in. No, there's nothing like that. Due to the underground nature of the whole thing, they're always open to potential clients. Since smuggled goods are a big aspect of the auction, many of the rich, famous or powerful people who attend prefer to mask their identities. Sounds like things might work out for us then. Oh, but how many people can get in with one invite? I don't believe there's a rule set in stone, but most people go in pairs. I'd recommend that. For the crowd, you know, you'll stand out quite a bit. So only two of us can go. Hä? Na, oder wir gehen als jeweils 2 Paare. Würde doch auch gehen, oder? Hä? Unfortunately so. Es hat doch jeder von uns eine Invitation. Oder haben wir nur eine und die gilt für ein Paar? Dann würde ich das verstehen, aber... Also, since it is a high-class party, you really should wear something more formal. Oh, jetzt wird's interessant. Though, of course, you don't want to dress as well as me, or you'll be the center of attention. Yeah, I think we'd rather avoid that. Hey, Ellie, do you know where we can get some new clothes for the auction? The boutique downstairs should be perfect for what we need. I've been there before, so there's no need to worry. I can pay too. Are you sure?
Of course, leave it to me. Also ich meine, sie kommt aus einer reichen Familie. Das sollte uns jetzt nicht so überraschen. But before that, we need to decide which of us will be the ones infiltrating the auction. Right, I haven't worked that out just yet. Rock, paper, scissors probably isn't the best way to go about deciding. Ich würde mich tatsächlich, vielleicht dürfen wir das auch gleich entscheiden, für Lloyd und Ellie entscheiden, aber nicht, weil das so obvious ist, sage ich mal, sondern weil Theo einfach super jung ist und dadurch vielleicht auffallen würde und Randy mit seinen feuerroten Haaren vielleicht auch ein bisschen zu auffällig wäre. Aber, Oh, what's the hold up? All you're gonna do is pick one of us to go with you. Huh? You are the one most invested in the schwarze Auktion, Lloyd. And given that you are our leader, it's only natural that you go. Guys, are you sure about this? This decision would be a lot simpler if you just accepted your responsibilities already. You said you wanted to see the corruption of Crossbell firsthand, didn't you? Und Ellie wäre auch eine gute Wahl, weil ich mich noch an das Gespräch auf dem Dach zurückerinnere, wo ihr Gerechtigkeitssinn und ihr Selbstverständnis von dem, was sie beruflich macht und so nach außen getragen hat. Ich glaube, das wäre für sie dadurch auch ein bisschen wichtiger vielleicht noch als für die anderen. You're right, I lead the charge into the schwarze Auktion. Then all that's left to do is pick your date. You'd stand out like a sore thumb if you went solo. That's a good point. You can pick me, Theo, or Randy. When you're making your decision, be sure to keep in mind that you'll be surrounded by the mafia once you get in. While you are inside, the remaining two can be on standby outside the venue. I think that will be a good division of our forces. Well, no matter how we divvy up the roads, we might as well head on over to the boutique now. Plenty of time to choose before we gotta head out. Right, let's do that. Wobei ich natürlich echt gerne bei jedem mal gesehen hätte, was für Outfits sie tragen würden. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass zum Beispiel Ellie und Theo das gleiche anziehen würden. Wait a second. Wazy, is there some reason why you're following us? Since the opportunity has arisen, I figure I'll offer a lesson in style. I'll throw in a way to trick the mafia running the security checkpoint while I'm at it. Well, I guess we don't have any reason to refuse. Ich verstehe trotzdem nicht, also ich finde, der hat die Frage auch gerade nicht so ganz klar beantwortet. Warum hilft er uns überhaupt? Ist das, weil wir ihm vielleicht auch mal zur Hand gegangen sind? Ich weiß nicht. Also ich finde das alles sehr suspicious, wie die vorhin schon gesagt haben. It's clear he is doing this for his own amusement rather than a genuine desire to help. Das könnte natürlich ein Ansatz sein. Danke, Theo. Aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Oh, hell, let's hear the guy out. Weil es halt sehr riskant ist, wenn man bedenkt, wer wir eigentlich sind. Dass wir das nicht vielleicht doch irgendwie alles platzen lassen und auffliegen lassen und so. Wobei ich glaube, wenn wir das tun würden, würden wir mit unserem Leben spielen, weil dann würden die uns irgendeinen Assassin auf den Hals hetzen und dann wär's das. Ja, let's hear the guy out, genau. If we're all ready, let's head downstairs to the boutique. Ja, das machen wir gleich. Oh, guck mal, hier ist Bewegung drin. Vorne ist sie hier noch nicht lang gelaufen. Pardon me, sir. Do you need something? Oh dear, he really is as handsome as the others were saying. You're quite the funny one, aren't you? Boah, die steht einfach massivst auf dich, Wazy. Siehst du das nicht? Are you going out by chance? Please have a pleasant and safe evening. Schon ein bisschen cute. Naja, vielleicht trifft man sich ja dann irgendwann an einer Hotelbar. Wobei sie darf das ja als Angestellte wahrscheinlich nicht sich abends irgendwie dazusetzen oder so. Ich glaube aber auch nicht, dass wir uns heute Abend an einer Hotelbar treffen werden, denn unser Abend wird ganz woanders stattfinden. Ist Wazy jetzt wirklich Teil des Teams? Er ist zumindest als Guest-Character hier bei uns. Ich dachte, das würde hier im Menü auch irgendwie angezeigt werden. Waren die da nicht immer unten rechts noch mit gelistet, die Gäste quasi? Kein Plan, auf jeden Fall ist jetzt hier gerade nichts. Ich muss mal ganz kurz auf meinen Spickzettel gucken, bezüglich verpassbarer Dinge. Ganz kleinen Moment. Okay, es war gar nicht so abwegig, dass ich nochmal geguckt habe, denn wir werden in Hartmans Villa das nächste Buch auf jeden Fall bekommen, aber ich glaube hier außerhalb
können wir jetzt ansonsten nichts weiter verpassen. Mr. Hemisphere, are you heading out? If so, we'd be more than happy to prepare your room for your return. I might be out for a bit, so I would greatly appreciate that, Hager. Understood, sir. Allow us to tidy up your room while you're out, Mr. Hemisphere. Have a great day. Ich lasse in Hotels so gut wie nie meine Zimmer reinigen, aber ich bleibe auch meistens immer nur für wenige Tage. Für einen großen Urlaub ist das natürlich was anderes, aber weiß ich nicht. Ich mag diese Vorstellung nicht, dass jemand in meinen privaten Sachen irgendwie rumwühlt, die anfasst, meine Kleidung zusammenlegt und so. Ich mag das einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich da komisch bin, aber das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo einchecke, ist immer erstmal dieses Schild draußen an die Türklinke zu hängen, dass bitte keiner stören soll und demnach auch halt keiner reinkommen soll, um sauber zu machen. Once we get dressed, there's no going back. Oha, jetzt wird's interesting. I have to choose who's going to accompany me to the auction too. Are we ready? Get dressed at the boutique. Boah, jetzt kriege ich langsam ein bisschen Puls, ne? Das haben die hier schon relativ spannend aufgebaut alles. Ich freue mich auch sehr darauf, wie die Villa aussieht und ja, auf die Gespräche dort. I don't think our budget covers a place like this. Wir haben hier schon eingekauft, Leute. Well, that's what you get when you deal in fancy brands like these. Classy suits, the finest casual clothes. They basically got stuff for every occasion here. And with prices to match. We don't need to worry about prices. Lloyd, have you decided who you want to bring with you? Yeah, I think so. Bring Ellie. Oh Mann, es tut mir echt leid für die anderen beiden, aber es spricht einfach so viel dafür, Ellie mitzunehmen, deswegen wähle ich sie. Ellie, would you mind accompanying me? I'd love to. The two of us will probably look the most inconspicuous trying to enter the venue. Ja, das glaube ich auch. Aber ich wette, mit Randy ist es am lustigsten, weil der halt so der Sprücheklopfer ist. Wobei Tio mit ihrem trockenen Humor. Also ich glaube, schon allein für die Stelle lohnt es sich, das Spiel mehrere Male durchzuspielen. Man hätte natürlich vorher auch einen Speicherstand setzen können, ne? Egal, es ist zu spät. My thoughts exactly. Wonderful choice. I'd recommend the two of you dress as an ordinary couple. Aber vielleicht kann mir das mal jemand von euch sagen, weil die Dialoge werden wahrscheinlich unterschiedlich sein. Sind die so gravierend unterschiedlich, unterhaltsam, aufschlussreich, wie auch immer, dass es sich theoretisch lohnen würde, mit allen dreien da mal reinzugehen? Ich wette, die Antwort lautet ja. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt frage. Aber ich will es nochmal schwarz auf weiß haben. The daughter of a wealthy businessman, her middle-class boyfriend in town, nicht town, attends the much-talked-about party for the first time. A convincing facade, wouldn't you say? Yeah, I think we could pull that off. Ich habe Facade gerade vorgelesen wie die Stadt in NIR. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Oder Charade. Da weiß ich, dass man das so ausspricht. Aber ist das bei Facade auch so? Oder wäre das Facade? Ich weiß nicht, schon wieder so ein Wort, was ich nachgucken sollte. I think we could pull that off, genau. You could at least pretend to be flustered at that idea. Better to get yourselves dolled up. I am curious to see how this transformation will play out. Ich auch. Ich hoffe, die werden dann auch nochmal in groß angezeigt. Oh mein Gott, wie unfassbar schön. Alter Ellie, der Ausschnitt. Also, da musst du aber gut aufpassen. Die hat nicht mal ein BH drunter. Das finde ich schon sehr freizügig. Aber ich finde es trotzdem wunderschön. Ich bin nur sehr überrascht, weil das finde ich irgendwie nicht zu Ellie passt, ihr so ihre Möppis so raushängen zu lassen. Aber okay, good your girl. Sorry to keep you waiting. Ja, und er halt wie so ein richtiger Edelmann, ne? Wie einer, der hier auch selber so eine Villa besitzt. Hopefully this will be okay. Boah, ey, lass dich da mal ja nicht ablenken von der hübschen Dame neben dir, Leute. Immer im Fokus bleiben, ne? Not too shabby. That dress looks like it was made just for you, Mademoiselle. Guess you're used to wearing fancy gala stuff, though. Yes, Ellie looks beautiful. And your outfit suits you quite well too, Lloyd. You think so?
Ich finde, Lloyd sah auf dem großen Bild gerade, also mir gefällt sein Outfit hier in-game, also jetzt hier, wie man ihn gerade als kleine Figur sieht, gefällt mir das irgendwie besser als in der großen Aufnahme, wo dieses Jackett oder diese Kostümierung oben, dieser Blazer, keine Ahnung, wie man das nennt, fast schon ein bisschen zu breit oder zu weit war. Aber so finde ich das schick. You think so? Honestly, I think I pale in comparison to Ellie. Ja, aber die Frauen sind doch bei solchen Veranstaltungen wahrscheinlich eher die Eye-Catcher, oder? That's not true. You pull off that suit well with your broad shoulders. Ja, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich dachte mir die ganze Zeit, die erinnert mich an jemanden, die sieht ein bisschen aus wie She-Ra. Wie She-Ra aus Trades in the Sky. So hier auch gerade in diesem kleinen Bild hier in den Textboxen. Mit dieser... Hatte She-Ra auch so ein Band im Haar? Ich glaube, die hatte auch irgendwas in den Haaren, was diese Assoziation überhaupt erst weckt. Thanks. Hopefully I'll be able to pull off being your boyfriend for one night. Well, you certainly look the part. Well, it seems you won't have any trouble getting into character. Oh, and while we're at it, take these too, Lloyd. Also diese Wazy-Geschichte, die ist mir immer noch nicht ganz koscher, weil nicht nur, dass ich es komisch finde, dass er uns hilft, ich finde es auch krass, dass unsere Gruppe gar nicht diese Angst oder den Gedanken mitbringt, dass er uns vielleicht verraten könnte mit unserer echten Identität. Haben wir echt so eine krasse Vertrauensbasis, dass wir das einfach ohne zu hinterfragen mitmachen? Ich finde das alles sehr komisch. Fashionable glasses. Glasses? When women get all dressed up, it's as if they become a whole different person. However, formal attire doesn't do much to change your look, Lloyd. While you're at the auction, it would be better to wear something that will add to the disguise. That's a good idea. Thanks, Wazy. Fehlt eigentlich nur noch eine Perücke. Oh, guck mal. Die wertet ihn auf jeden Fall auf, finde ich. How do I look? Ich mag Brillenträger. Interesting. Wow, I'm shocked at how different they make you look. Yes, that they suit you surprisingly well. Sounds like they're a hit, Lloyd. Maybe you should get yourself a pair after this is over. I don't think so. My vision's just fine. Naja, man kann das ja auch als Stilmittel quasi tragen, als, wie sagt man, als Accessoire-Statement. Alright, with this our preparations are complete. Now all that's left is to wait until the auction starts. Es gibt dafür irgend so ein Wort. Wenn du... Oha, Feuerwerk. Jetzt schon? Ich dachte, das kommt ganz am Ende. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen introducen, dass es jetzt offiziell losgeht oder so. How beautiful. It's certainly a magnificent sight. Wow, there's even a fireworks show. They're pulling out all the stops. Ey, Leute, das wurde uns in der letzten Folge bestimmt 20 Mal gesagt, dass es eine Fireworks Show gibt. Is this part of the anniversary festival celebrations? Nah, they do these pretty much daily. Seems like the evening events over at the theme park are just getting started. There's a nighttime parade and the Ferris wheel is all lit up. The entire ambience is the perfect backdrop for capturing a lady's heart. Well then, I think I'll be going on ahead to the event. Oh yeah, you said you were meeting up with a madame, right? Something like that. May the goddess watch over you this lovely night. Was heißt denn something like that? Er hat das vorhin eigentlich relativ klar geäußert und jetzt rutscht er wieder ein bisschen zurück, also komisch. And if your plan actually pans out, try to come find me at the auction. I'll be waiting. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Man, where does he get off looking down his nose at us? The leader of a small-time gang working as a host at a high-class party. Vor allen Dingen wird er doch in seiner Rolle als Host wahrscheinlich viel mehr Geld verdienen als in seiner Gang. Haben die überhaupt irgendwelche Einnahmen? Ich weiß gar nicht, ist das nur ein Hobby? Haben die daraus einen Beruf gemacht? Wie auch immer das funktionieren soll? Ich weiß nicht. There's a lot to be suspicious about. So ist es.
Well, in any event, the info he gave us about the auction was extremely helpful. I think we owe him one. Yeah, I think we do. It's almost time for us to make our way toward the auction venue. For now, our objective is to slip past the security checkpoint and enter Speaker Hartman's mansion. Yes, we've got this. Ooh. The Princess and the... Was? The Princess and the Pauper. Was ist denn ein Pauper? Pauper. Keine Ahnung, irgendwie ist das Wort lustig, weiß auch nicht. Ah, übernachten können wir hier theoretisch, wenn wir denn wollten. Ich mach das mal. Waren unsere EP gerade teilweise nicht voll? Nee, ich hatte nur einen Knick in der Optik. Aber guck mal, am Ende der Leiste fehlen so 1-2 Millimeter. Seht ihr das? Ich dachte, dass da vielleicht noch Luft nach oben wäre. No, why did Wazy have to leave already? I could never get tired of admiring that handsome face of his. Okay. Ich finde, das solltest du ihm vielleicht auch mal direkt straight in the face sagen. Aber vielleicht hat sie auch Angst, weil der Typ so reich und unnahbar wahrscheinlich wirkt in ihren Augen. Aber wenn du wüsstest, was der in Crossbear City so macht, oh my gosh. Vielleicht würde sie dann nur noch mehr auf den stehen, wer weiß. You all are friends of Mr. Hemisphere, yes? If you're looking for a place to eat, I can't recommend the restaurant Fortuna enough. You'll find it right down in the mall. Boah, ich habe gerade auch voll Hunger. Bitte jetzt nicht zu viel übers Essen reden. Ich hoffe nicht, dass wir gleich vor einem dicken, saftigen Buffet stehen, wenn ich die Villa gleich betrete. Ich muss danach auf jeden Fall eine Essenspause einlegen. Die Musik ist voll schön. Wie jetzt hier alles gerade wieder voll anders ist. Die Leute sagen wahrscheinlich auch alle wieder was anderes. Oh, is it about time for the tourists to head on back? I wonder why all those people were heading to the residential area. A party, perhaps? Ist vielleicht ganz gut, wenn du nicht weißt, was da abgeht. Und so ganz genau wissen wir das auch noch nicht, aber das wollen wir heute Abend rausfinden. Ich will mal kurz gucken, ob Kilika hier noch sitzt. Nee. Dafür aber ein paar andere Leute. Ich frage mich, ob hier irgendjemand mit Eigennamen auch gerade hockt. Oh, die kommen ja alle so bekannt vor. How would you like dinner accompanied by a bottle of El Voile? Ich kenne nur Voila. It is one of the finest Erebonian wines in existence. It may fetch a modest price, but rest assured its aroma is set to rival even the famous Grand Chardonnay. Grand Chardonnay, if I remember correctly, that's a vintage wine they produce in the Liberal Kingdom, right? I hear a bottle went for nearly 500,000 Mira in an auction they held over there a few years ago. 500,000, I know people enjoy their wine, but to sell for that much? The word of a wine connoisseur is one I could not begin to understand. Hey, if it's that good, I'd love a taste. I think I'll go for a glass, you know, to see if it lives up to its reputation. Ich weiß nicht. Ich würde, glaube ich, selbst wenn ich die Kohle locker über hätte, niemals so viel Geld dafür ausgeben. Wow, I'm joking. Cool your jets, Theo Todd. I should hope so. A bottle of El Voile is said to rival even Grand Chardonnay, and that is no small feat. I wholeheartedly recommend it with dinner. If you like, I can go fetch a bottle for you. A bottle gleich. Wir können uns nicht mal ein Glas leisten mit den Mira, die wir haben. Aber netter Versuch. Scheinbar sehen wir aus, als hätten wir die Kohle. Was in dem Aufzug, in dem wir uns gerade bewegen, auch nicht verwunderlich wäre. I've got my calendar right. Today's the last day of the anniversary festival. I've heard the city's going all out with their festivities. Darn, now I wish I'd went. If I've got my calendar went. Okay. Hi, so ganz alleine? What a feast! Phew, there's nothing more satisfying than having a delicious meal. Each new dish I try is another unforgettable memory. Oh, der genießt seine Zeit auf jeden Fall mega. After having a meal like this, I can say with full confidence that visiting Crossbear was completely worth it. Wenn man den so hört, kriegt man glatt Bock selber irgendwie Urlaub zu machen, oder? Naja, gönn dir auf jeden Fall, auch wenn du nichts auf deinem Tisch hast. Sie ist schon am fröhlichen Schlemmen. Yes, this dish is a masterpiece. Who cares about not being able to buy that dumb jewel? All of my anger is being swept away in this decadent rush of flavor.
Wow, also so begeistert, wie die hier alle sind. Excuse me, waitress, seconds, please. Die müssen aber auch alle hier einen Arsch voll Kohle haben, ne? Also ich meine, wir sind jetzt immer noch, glaube ich, ja, wir sind immer noch mit 150.000 Mira, glaube ich, ganz gut dabei, aber, you're still eating? Oh God, it's my life savings. Wobei ich sagen muss, dass ich im Urlaub auch selten aufs Geld gucke, aber ich bin auch noch nie in einem Laden gewesen, der derart teuer war, dass ich direkt wieder aufgestanden und gegangen bin. Soweit kam es noch nicht. Ey, die hat so eine schöne Haarfarbe. Die sieht auch gar nicht aus wie eine Old Woman, weil die alle hier so Porzellan-Faces haben. My husband says he's taking me to a party tonight here in Michelin. I'm quite excited for it. I wonder what kind of party it could be. Bestimmt eine Ü60-Party. Oder ihr mischt euch unter das junge Fußvolk. Aber Hauptsache, ihr habt Spaß. Oh, would you look at the time? Speaker Hartman's party is just about to start. Ach, da gehen die auch hin, okay. We better hurry on over to his mansion. I hope my wife enjoys herself. It's my first time bringing her with me, you see. Time, you see. Alles klar. Ich weiß nicht, ich kann diese ganze Veranstaltung nicht so greifen, weil das zieht ja nicht nur Kriminelle an. Eigentlich ist das doch wie so ein Auktionshaus, oder? Das wird einfach wohlhabende Leute anlocken, wo sich das so ein bisschen vermischt mit ganz normalen Bürgern, die einfach gutes Geld haben und solchen, die irgendwas im Schilde führen. Ah, this day couldn't get better. On top of all the park's goodness, I even managed to give Michi a good kick. That's basically the heart of the Michelin Wonderland experience. It did nearly get me thrown out of the park, though. Ungeil. Kicking Michi is something only kids are allowed to do, but I still went for it. Das heißt, Tio dürfte das nicht. Ist die offiziell noch ein Kind? Ich weiß nicht. Ab wann ist man hier in diesem Land ein Kind? Oder bis wann? All in all, this was a good day. I have no regrets. So, okay. Das ist das Wichtigste. Das ist eigentlich das schönste Lebensmotto, ne? Lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter und nutze deine Zeit so, dass du der Zeit nicht hinterher weinst. Aber das ist halt auch sehr plakativ alles, ne? Und deutlich leichter gesagt als getan. Oh, hier ist aber jemand müde und denkt an Michi. Ich glaube, der Kleine wird hier gut träumen heute. Yo, my son really drained all his batteries playing at the theme park. Come on, hang in there for just a little longer. The ship will be here soon. Was? Welches Schiff? Vor allen Dingen hier? Oder sind die gerade auf dem Weg zu den Schiffen? Ich habe keine Ahnung. Oh, wie schön diese ganzen Orte hier immer nachts sind. Ich bin voll begeistert von Michelin. Ich finde es auch gut, dass das so abgekoppelt ist vom eigentlichen Park, weil ich dachte, das wäre alles irgendwie so eine Suppe. Wisst ihr, was ich meine? The nightly parade is currently underway inside the park. All of Michelin's beloved mascots are merrily marching to the beat with Michi at the front. It's a one-of-a-kind spectacle just for our park guests. Cool. Also nachts hätte ich da irgendwie Bock mal reinzugehen, aber dieses Wonderland ist scheinbar auch auf die Abendstunden ausgerichtet, oder? Oder verstehe ich das falsch? Ist da tagsüber überhaupt irgendwas? Were you able to catch the fireworks show? Yes. You should be able to spot them from anywhere in Michelin. They soar right to the tippy top of the sky and then boom. Ja, haben wir gesehen. Es war schon schön. Gut, dass wir das nicht verpasst haben. So, weil ich muss hier, ganz ehrlich, ich muss da immer so an den Heidepark denken, weil das der Park war, wo ich in meinem Leben am häufigsten bisher gewesen bin. Ich weiß gar nicht, wie lange der immer offen hatte, aber für mich war der Park ursprünglich im Gedanken auch eher so ein Tagsüber-Event, aber hier scheint ja auch abends viel zu passieren oder nur abends, keine Ahnung, wie gesagt. I'm going to be sick. Warum? Wegen was? Warum? Was ist hier los? That roller coaster was out of this world. If I could put it into words, it would be like whoosh. Well, something like that. Bist du nicht noch zu klein, um die großen Rollercoaster zu fahren? Aber vielleicht war der auf einem kindgerechten. Rollercoasters are my favorite thing ever. The way everything flew past me was totally crazy. Oder der ist nicht selber mitgefahren und ist nur begeistert von dem, was er gesehen hat. Das kann natürlich auch sein.
What am I going to do with him? He can barely handle thrill rides, but he still forced himself to get on with us. Okay, also war mit drin. Well, we haven't had a family trip in a while, so I'm happy he was able to make it. I'll have to thank my husband later for clearing his schedule for us. Das ist aber nicht die Familie mit Bond. Nee, Sunita hätten wir hier erkannt. Our son had such a blast too. My husband really outdid himself this time. Naja, wenn am Ende alle wenigstens ein bisschen Spaß hatten. Ist doch alles gut. The theme park pulls in some serious crowds, huh? I bet it's even more lively inside. Well, we don't have time to fool around today. Once we're ready, we should head to the schwarze Auktion. Understood. The last thing we'd want to do is be late. Yep, time to move out. Da sagen sie was. Ich will nur gucken, ob der Text jetzt hier nochmal der gleiche ist. Na, so halb. Ich glaube, das waren 2 von 4 Textboxen gerade oder so. Na gut. Dann gucken wir mal. Boah, ey, die Aufregung, die ist förmlich greifbar gerade. Und ihr zwei, mit euch habe ich gar nicht gesprochen, ne? I'm not sure one day was enough to take in everything here. I'd like to come back soon. Sieht das sein liebster Göttergatte oder Partner auch so? Man, today was the best day of my life. Nice. Happy 70th birthday, Crossbell. Coolio. Ach, schön, dass sie hier alle so eine gute Zeit haben. So muss das. Ich guck mal eben kurz, was hier noch abgeht. Oh. Ah ja, sie versucht hier quasi last minute wahrscheinlich noch Outfits zu verticken. I think I've got it. From everything you said, it sounds like you really want to mix things up and go bold. This hat might be perfect for you. I think I'll pass this time. Oh, diesmal ist es ihr nicht gelungen, ihn zu überzeugen. I'm in quite the pickle here. I just wanted to window shop a little and then head back home, but I've made a grave error. After all, this personal assistance, I'd feel guilty if I left without buying anything. Ja, das ist natürlich, ja, auch was, worauf der ein oder andere Verkäufer sicherlich spekuliert, auf Leute, die schlecht Nein sagen können. Are you not satisfied with your current attire? If so, perhaps you'd like to go for a different style with this head. Dann kauf doch einfach den Hut und geh. Wobei, eigentlich solltest du das nicht tun, wenn du keinen Bock auf diesen Hut hast, weiß ich nicht. Also in so einer überteuerten Boutique würde es mir gar nicht schwerfallen, einfach wieder zu gehen. Well, that looks absolutely marvelous on you, dear. You've struck the perfect balance, incorporating all the latest trends in a way that pops but isn't too busy. If only Mr. Hemisphere worked for us, he could teach us a thing or two about style. Wow, just what don't you get up to, Wazy? If only Mr. Hemisphere worked for us, he could teach us blah. Ja, der Typ ist auf jeden Fall ein Buch mit 7 Siegeln und ich wette, der hat noch mehr Facetten, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, Wazy habe ich auf jeden Fall auf dem Radar als einer der interessantesten Charaktere jetzt bisher. Aber den fand ich von Anfang an auch irgendwie schon spannend, weil er diese mysteriöse Aura halt auch irgendwie schon von der ersten Begegnung an mitgebracht hat. Man hat förmlich gemerkt, dass hinter dem noch mehr steckt, als dass er einfach nur so eine Gang leitet irgendwo in der City. My friend and I spent the whole day playing around at the theme park. We weren't planning to stay that long, so it was a real shock when we noticed the sun had already set. My friend and I spent the whole day set. Okay, das kennen wir. Oh no, we need to get to the ferry. It's almost time for it to leave. Let's hurry. Ah, das war auch das, was der Papa mit dem müden Sohn meinte, als sie gesagt haben, die müssen jetzt irgendwie aufs Schiff oder so. About time we arrived. That jerry-built ship hardly left me any time before the auction. I suppose that leaves me no choice but to hurry there. About time we arrived. Hurry there. Okay, na dann macht euch mal auf die Socken. Salsa. The ship bound for Crossbell City has just arrived. Please stand by while we prepare to board. Ja, wir bleiben hier. Passengers heading back to Crossbell City, please make a single file line here.
Schön, wie sie mit sich selber redet, weil hier gerade irgendwie niemand steht, der sich angesprochen fühlt. Kann ich ja eigentlich auch nachts angeln? Nee. Nachts schlafen die Fische. Nur tagsüber beißen sie an. I was hoping I'd come here and sweep a gorgeous rich woman off her feet, but I discovered an unfortunate truth. These ladies are too much for me to handle. That became disastrously clear as the day went on. I was hoping I'd come... Ja, das gibt's auch andersrum, dass irgendwelche Typen sich reiche Weiber angeln wollen. Boah, ich weiß nicht, ey. Für mich ist diese Handhabung einfach viel zu abstrakt. So, ich könnte das einfach nicht. So, weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht hast du ja Glück und das passt auch charakterlich, wenn du so jemandem über den Weg läufst. Aber wie unwahrscheinlich ist das bitte? Nikita ist neu, oder? My man here claims he's going to win me something beautiful at the auction. And his poor wife doesn't know a thing. Okay, my man here claims he's going... Na gut, wir werden uns dann wahrscheinlich auch drinnen nochmal wiedersehen. It's almost time to head to the speaker's mansion. Tonight will be one to remember. Wie die sich alle freuen. Also wenn das nicht alles so einen kriminellen Touch hätte, ich hätte da glaube ich auch irgendwie übelst Bock drauf. Mama, the ship is going to leave without us if we don't hurry. Ich wollte nämlich schon immer mal gerne bei so einer Auktion dabei sein. Ich kenne das ja auch nur aus Filmen und Videospielen so. Ich weiß gar nicht, wie nah oder fern das an der Realität dran ist, wie man das immer so in diversen Medien erlebt. Sure, the theme park was enjoyable, but I really wanted to go into the jewelry store. Honestly, what a stupid rule to have. Die können sich das scheinbar leisten, ne? Und, ja, the store's employee told us it's limited to members only. Hier ist der Text, glaube ich, auch immer der gleiche. So, was geht hier draußen ab? Hi, oh, du bist doch der arrogante Schnösel, ne? I see you're dressed to impress, or at least attempted to. By chance, were you also invited to Speaker Hartmann's place tonight? Das geht dich gar nichts an. Ich hoffe, du hast keine Einladung. Aber ich wette, der wird bei der High Society überall mitmischen. Oh mein Gott, wie hübsch dieser Ort hier einfach ist. Ein Träumchen, ein absolutes Träumchen. Listen up, Sal. Since you're my fiancé, you have to be more aware of how I feel at any given moment, alright? Achoo! Aren't you feeling a bit chilly, Amy? Ach, das war ein Niesen, ne? Ich erinnere mich dunkel aus anderen Spielen. We've been talking by the waterside almost all day, and it's not the warmest outside. How about we head back to the mansion and I'll whip you up a hot bowl of soup? Okay. Oh, das war allerdings ein bisschen süß gerade, aber der Zell ist ja eh süß. Bei ihr mache ich mir nur Sorgen. Huh? Amy, did you catch a cold or something? Your face is as red as an apple. Entschuldigung. Oh, Tell, he's still got a lot to learn to be a gentleman, but I think he deserves a passing grade at least. By the time I'm done with him, he'll be the coolest, most proper gentleman to ever walk the continent. Jetzt würde sie von so einem Hund reden, dem sie Tricks beibringen will, dem sie irgendwann mal an einem Turnier teilnimmt. Oh Mann, ey. Bin ich gespannt, was aus den beiden wird, so in 10 Jahren oder so. Gut, hier kommen wir nach wie vor nicht rein, aber hier in Kürze. Well, I should be off. Showing up late won't earn me any favors. So, ich werde, bevor wir da jetzt reingehen, auf jeden Fall einmal speichern, weil ich mir vorstellen kann, dass es jetzt eine Weile nicht mehr die Möglichkeit geben wird. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mal, ob man sich da drin überhaupt frei bewegen kann oder ob alles so durchgeskriptet ist, aber wir müssen uns ja frei bewegen können, denn ich hatte ja... Ich weiß gar nicht, ob es... Doch, das war in dieser Folge. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir hier das nächste Buch auch finden werden. Insofern... Naja. I'm ready if you are, Lloyd. Shall we get going? Yeah, let's go. Enter the schwarze Auktion. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wenn ich an Ellies Outfit denke. Milliam. Wenn Milliam Teil dieser Gruppe wäre, die hätte definitiv einen Spruch gebracht, ne? Die sind ja alle so gesittet und zivilisiert gewesen, als Ellie da aus der Kabine rauskam, aber Milliam hat einen irgendwie auf ewig geprägt. So, wir gehen, oder?
Boah, ich hab so Bock. Lloyd put on his pair of glasses. First things first, let's try to get into the auction. We can do it. Lloyd, Ellie, you are going into a precarious situation. Please be careful. We'll be hanging out around this area like we planned. If anything comes up, give us a call on your Enigmas. Ich wette auch, dass wir hier drin so Leute treffen, von denen wir das niemals erwartet hätten, so, wo wir völlig schockiert sein werden, die hier anzutreffen, weil das eher so Saubermann-Image-Leute sind. Also ich würde das hier irgendwie so mit einflechten. Of course, you guys make sure to be cautious too. I think it's time, Lloyd. Was Theo oder Randy wohl angezogen hätten? Boah, ich hoffe, es gibt auf YouTube Videos, wo man sich das angucken kann. Ansonsten behalte ich vielleicht den letzten Speicherstand noch, bevor ich mich hier entschieden habe. Aber das ist schon cool. Vor allen Dingen bei Randy ist das auch insofern interessant, als dass man nicht weiß, ob er nicht vielleicht genau die gleiche Kleidung wie Lloyd tragen würde. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Welcome to the schwarze Auktion. May I see your invitation? Of course, here you are. Lloyd handed over the invitation to whom he assumed was a mafioso. Thank you. For security reasons, could you please give us your names for verification? Jetzt bin ich gespannt. Oh, da geht's schon los. Names? Darüber hätte man sich im Vorfeld eigentlich auch Gedanken machen können. Oder Wazy hat uns ja auch nicht vorgewarnt. I'm Guy Bennings. Oha. I presume it's not mandatory to use my real name, is it? Ich finde aber trotzdem, dass du unter der Prämisse schon viel zu nah an deinem echten Namen dran bist. Ich hätte mich irgendwie, keine Ahnung, Schwarze Cobra oder White Falcon oder so genannt, keine Ahnung. No, that won't be necessary. And your guest? And your guest, hallo? Vielleicht ist Lloyd auch der Gast dieser Dame. Was sind denn das hier schon wieder für Vorurteile? Aren't you boys working hard? Unfortunately, I can't exactly reveal my name in this setting. That won't be a problem, will it? Well, no. Still, do you mind informing us of your relationship with this gentleman? Was wollt ihr denn noch alles wissen? Sternzeichen, Schuhgröße, welches Klopapier wir heute genutzt haben? Oh, we don't look like lovers to you? To be more specific, we're in the middle of a passionate relationship that I've yet to tell mother and father about. Die ist so eine gute Schauspielerin, Ellie. Forgive me, dear. I've caused you all this trouble because of my social status. Aber er macht's auch nicht schlecht. However, I will work tirelessly in order to stand before your parents and ask them for their beloved daughter's hand in marriage. Oh dear, I await that day with bated breath. My apologies for asking. Well then, Master Bennings and guest. Oh, dass der Bennings gesagt hat, das ist so dumm. Ey, Leute, ich dachte echt, du wärst einer der klügsten Menschen hier in diesem Spiel. Aber das war nicht gut, finde ich. It is our utmost wish that you enjoy tonight's auction to the fullest. Vor allen Dingen, wenn das die Mafiosi-Typen aus Crossbell sind, können die nicht mit dem Namen Bennings auch was anfangen? Ich wette, das wird uns hier noch zum Verhängnis. Dankeschön. Oh Gott, wie cute die beiden sind. Ey, schon allein diesen Dialog einmal mit Randy und mit Theo zu erleben, was die gesagt hätten, das hätte mich echt so interessiert. Ich wette, Randy hätte gesagt, dass das irgendwie Geschäftspartner sind. Und bei Theo, keine Ahnung, hätten die sich auch als Paar ausgegeben? What kind of place did we step into? So, this is Speaker Hartman's mansion. I've heard the rumors, but I didn't expect it to be this grand. Yeah, this place is even fancier than I'd imagined. Speaker Hartman and Ravage. They're more influential than I even thought. Dear guests. Anwesend. Meinst du uns? Ja. Was haben wir getan? Welcome to the schwarze Auktion. Is this your first time attending? That's right. The auction is scheduled to begin at 9 p.m. inside the main hall, straight ahead. Until then, please enjoy a few drinks in the salon over through the door on the left. If you are hungry, food is available as well. If you don't mind me asking, are you planning on staying the night with us? Geht das?
No. Boah, ich hätte einfach ja gesagt. Und geguckt, was passiert. You see, we've already booked a room at Hotel Delfinia and have friends waiting for us there. We appreciate the offer, but we have to pass this time. Ich wette, wenn ihr hier übernachten würdet, dann würdet ihr noch viel mehr rausfinden. Nicht, dass ihr rausgeschmissen werdet um eine bestimmte Uhrzeit, wenn ihr hier nicht pennt. Very well. If you change your mind, please do not hesitate to inform one of the attendants. We'll prepare a room straight away. Also, you are more than welcome to stroll around the estate as much as you'd like. The estate. However, please be aware that there are a few restricted areas. We apologize for the inconvenience in advance. That shouldn't be an issue. Ja, wir brechen da schon irgendwie ein. Ne, Lloyd? Ne, Lloyd? Thank you for the explanation. My pleasure. If you need anything or have any complaints, please make sure to inform me or one of the other attendants. Now, if you'll excuse me. Oh, mega. Ich habe so Bock, diesen Ort hier auszukundschaften. We have roughly 2 hours before the auction gets underway. Let's scope out the mansion for now. Yes, of course. Oh mein Gott. Wir sind wirklich drin, ey. Ich kann es noch gar nicht glauben. The schwarze Auktion will begin promptly at 9 p.m. and will be held in the main hall. Until then, please enjoy a few drinks. Das hier kennen wir schon. Das hatte gerade eben schon mal gesagt. I assure you we'll see to it straight away. Das war aber neu. If you require a room, please let any of the attendants know. Okay. Cool. Ey, hier wird so Eskalation geben. Ich frage mich nur, in welcher Form, und ich habe jetzt schon Bock drauf. This is the first time my husband has brought me along to the speaker's mansion. The anticipation for this auction is killing me. I do hope we will be able to win something. To win? Ihr müsst doch Geld auf den Tisch packen, hier geht's doch nicht ums Gewinnen, oder? This is the first time, win something. Okay. My wife is usually extremely shy. In order to break her out of her shell, I decided to bring her along. If she's going to survive in high society, it will be important for her to learn how to handle events like this. My wife is usually extremely shy. Bring her along like this. Okay, na dann. Gönnt euch, habt eine gute Zeit hier. My mansion back in the Empire is nothing to scoff at, but this place blows mine out of the water. Now this is what you call luxurious. My mansion back in the Empire... Oh, das ist neu. Let's just say I wish I was born as lucky as Speaker Hartman. Oh Mann, ey, wie sie alle den Rachen nicht voll kriegen. Ich wette, der hat auch so eine richtige etepetete Bude, aber immer noch mehr wollen. Ich weiß ja nicht. Rest assured, the security team has everything under control. Please leave everything to us and enjoy the event. Das werden wir. Ich hoffe nur, dass ich nicht aus Versehen gleich in die richtige Richtung latsche. Ich hoffe, es gibt an der entsprechenden Stelle nochmal so eine Abfrage, ob man da wirklich schon hin will. We're in the process of making the final preparations inside the main hall. If you would please wait a bit longer, it would be greatly appreciated. Vielleicht gibt es hier eine Abfrage, wenn man hier versucht, nach oben zu laufen, ob man schon ready ist oder so. Gut, ihr Lieben, also der Break hier, der tut mir gerade ganz besonders weh. Wir werden aber beim nächsten Mal wahrscheinlich erst nach links, dann nach rechts laufen und dann in Richtung Main Hall und mal gucken, wen wir hier antreffen, was hier passiert und was die Leute hier so zu erzählen haben. Für heute bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich wollte nur gucken, ob die hier vielleicht auch ihre neuen Outfits anhaben, aber nope. Ja, vielen lieben Dank fürs Einschalten, ihr Lieben, und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.